Freunde treffen trotz Distanz ist der Leitgedanke der Videotelefonie im privaten Umfeld. Doch wie funktioniert das Ganze? Fragte uns Frau Sommer bei einer unserer Veranstaltungen. In diesem Video erfahren Sie, was Videotelefonie ist, wo die Vorteile liegen und worauf Sie achten sollen. Sie fragen, wir antworten. Viel Spaß! Videotelefonie ist ein neuer Trend, denken Sie vielleicht? In diesem Fall werden wir Sie überraschen. Denn das erste Videotelefonat fand in Deutschland bereits im Jahr 1936 statt. Schon zu diesem Zeitpunkt konnten sich die Gesprächspartner sehen und sprechen. Seit dem Jahr 2005 ist die Videotelefonie auch im privaten Umfeld zugänglich. Um den Gesprächspartner zu sehen, werden ein paar Sachen benötigt. Sie brauchen dafür ein Smartphone, Tablet oder Computer. Ihr Smartphone oder Tablet muss mit einer internen Kamera und Mikrofon ausgestattet sein. Bei einem Laptop können Sie eine externe Kamera, also eine Webcam oder Mikrofon mit dazu kaufen. Sie brauchen die Software, das heißt diesen Dienst, mit dem Sie die Videotelefonie tätigen können, und Sie brauchen einen Internetanschluss. Diese 5 Sachen benötigen Sie dafür, um mit einem Gesprächspartner, Freunden oder Familie zu telefonieren. Die Vorteile der Videotelefonie liegen auf der Hand. Mit Hilfe der Datenübertragung können Sie im Gegensatz nur zum Ton Gestik, Mimik und Körpersprache wahrnehmen. Sie können sehen, ob es dem Gegenüber gut geht. Sie können Ihren Enkeln beim Spielen zuschauen. Oder wenn gerade kein Besuch möglich ist, ist doch eine Bildübertragung richtig gut. Probieren Sie es doch mal aus. Aber was kostet es mich eigentlich, wenn ich mit meiner Familie telefonieren möchte? Fragte uns Herr Weber. Die Software für Videotelefonie wird in vielen Fällen kostenlos angeboten. Sie müssen sie einfach herunterladen. Alle Android-Nutzer besuchen Google Play Store und alle iPhone-Nutzer den App Store. Dort können Sie Applikationen wie Skype oder WhatsApp installieren oder Sie können auch FaceTime nutzen, wenn Sie iPhone-Nutzer sind. Um Videotelefonie nutzen zu können, brauchen Sie eine schnelle Internetverbindung. Denn nichts ist frustrierender, als wenn das Bild einfriert oder der Ton verzögert übertragen wird. Bei Smartphones sollten Sie mindestens eine LTE-Verbindung haben. Für WLAN empfehlen wir eine Geschwindigkeit von mindestens 6000 Mbits pro Sekunde. Welche Internetverbindung Sie haben, können Sie in Ihrem Vertrag nachlesen. Wie viel verbraucht ein Videoanruf an Daten? Fragte uns Herr Meseberg. Sie können sich das am besten an einem Beispiel vorstellen. Wenn Sie eine Nachricht über Ihre mobile Daten senden, verbraucht es etwa 1 Kilobyte. Bei einem Videoanruf können das schon 5000 Kilobyte die Minute sein. Je nachdem, wie viel Daten Sie auf Ihren mobilen Daten haben, können diese schnell aufgebraucht sein. Deshalb unser Tipp: Nutzen Sie Videotelefonie in einem WLAN-Netzwerk. Am besten haben Sie WLAN zu Hause eingerichtet. Woher weiß ich, welche Anwendung ich wählen soll? Fragte Frau Rode. Es gibt viele kostenlose Anwendungen, die Sie nutzen können, wie zum Beispiel Skype, WhatsApp, Messenger oder FaceTime. Und sie unterscheiden sich nur in feinen Details. Manche benötigen eine E-Mail-Adresse, um die Registration durchzuführen. Manche brauchen noch ein Benutzerkonto, manche brauchen auch gar nichts. Entscheidend für die Wahl und Auswahl ist, welche Applikation Ihre Freunde und Familie nutzen. Denn Sie können nur die Personen anrufen,
die die gleiche Applikation installiert haben. Deshalb unser Tipp: Fragen Sie bei Familien und Freunden, welche Applikationen sie nutzen, und entscheiden Sie danach. Wie ist das mit dem Datenschutz und der Sicherheit? Fragte uns Herr Berneiser. Mit folgenden Tipps können Sie die Videotelefonie weitestgehend sicher gestalten. Als erstes: Laden Sie die Software oder die Anwendung aus einer sicheren Quelle. Das bedeutet entweder die Internetseite des Herstellers für Computer oder für Smartphone und Tablet aus dem jeweiligen Store. Für Android-Nutzer ist es der Google Play Store und für iPhone-Nutzer ist es der App Store. Als zweites heißt es, wenn Sie ein Benutzerkonto erstellen müssten für die Applikation, dass Sie ein sicheres Passwort nutzen. Dabei kann Ihnen unsere Passwortkarte helfen. Diese Karte können Sie im Internet finden, wenn Sie im Google nach Passwortkarte suchen und sich diese ausdrucken. Und als drittens: Nutzen Sie bitte für Videotelefonie Ihr heimisches WLAN. Wir hoffen, dass wir Sie mit unseren Tipps unterstützen konnten und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Videotelefonie mit Familie und Freunden.